habe beim Aldi für 169 Franken ein 4 in 1 Gartengerät gekauft. Es hat einen Hochentaster, es hat eine Heckenschere, es hat einen Freischneider, Rasentrimmer und eine Trimmspule dazu. Das sind die 4 Sachen. 169 Franken war der Preis, den ich schauen, wie das funktioniert. Und gerade zum Preis, es ist gar nicht die ganze Wahrheit. Zusätzlich kann ich nämlich noch 2 solche Muster kaufen, Akkus für je 40 Franken, plus ein Ladegerät für noch 20 Franken. Wir reden also schon nicht mehr von 169 Franken, sondern wir reden von 250 Franken. Und jetzt wollen wir mal reinschauen. Scheint auch mal alles da zu sein, was es braucht. Ich will natürlich als erstes Sagi ausprobieren. Zusammenstecken lässt sich das schon mal sehr einfach. Jetzt wollen wir schauen, ob das noch geht mit dem Akku. So, da sind wir echt schon mal gespannt, ob wir das zum Laufen bringen. Sieht doch gut aus. Am besten gleich ausprobieren. Die Sage funktioniert eben schon mal nicht so schlecht. Allzu dicht für das Stellen nicht sein, dass es noch geht. Aber immerhin, guter Anfang. Als nächstes probiere ich den Rasentrimmer aus. Mal schauen, ob ich hier die Sachen ein bisschen schöner machen kann. Und das funktioniert doch schon mal gar nicht schlecht. Und dann schauen wir uns noch den Heckenschneider an. Obwohl ich sagen, es ist im Nachbar seine Hecke, aber wir probieren es jetzt gleich. Kann man einfach auch noch verstellen, für oben zu schneiden. So, jetzt haben wir mal ein bisschen umprobiert und umgeschnitten und ich finde mal grundsätzlich funktionieren tut es. Es ist sehr einfach mit der Bedienung, wenn man zum Beispiel wechseln zwischen den verschiedenen Schneidern, zwischen den verschiedenen Anwendungen. Was ich muss sagen ist, sehr stark ist es nicht. Also wenn man dickere Äste hat, wird es gerade schon schwierig und auch beim Trimmen der Hecken ist nicht sehr viel Kraft drin. Gemeint habe ich, es kostet 169, gekostet hat es insgesamt eigentlich 250. Das ist dann gleich wieder ein stolzerer Preis, als ich gemeint habe. Aber ich habe das Gefühl, ich werde mit dem Gerät noch viel Freude haben im Garten und werde vor allem schneller sein, als wenn ich von Hand muss sägeln oder mit einer Schere muss rund um die Pfosten Gras abschneiden. In diesem Sinn, okay, kann man brauchen, aber sicher mehr ein Gadget als ein Mast für im Garten.